Okay, das wird heute ein bisschen anderes Video. Ich war vor kurzem im Urlaub, wie viele von euch vielleicht auch. Nur mit dem Unterschied, dass es sich bei mir dann echt zu einem Albtraum entwickelt hat. Ich teile hier normalerweise nicht ganz so viele private Sachen, aber in dem Fall wird es vielleicht den einen oder anderen von euch wirklich davor bewahren, auch so etwas durchzumachen. Deshalb von Anfang an, ich war mit dem Auto unterwegs, eigentlich eine schöne Rundreise durch die Schweiz, über Frankreich und dann Italien retour. Nur, dass die Reise dann in Frankreich eigentlich schon zu Ende war. Ich hätte euch eigentlich jetzt gern erzählt, wie schön Frankreich landschaftlich ist, weil natürlich du hast dort super schöne Lavendelfelder und auch sehr viele so Felsformationen, die recht spannend aussehen. Und so die letzte Station meiner Reise waren dann die Salzseen. Wir haben dort geparkt und ist eigentlich untertags gewesen und dort ist eigentlich so ein bisschen Kommen und Gehen. Das heißt, es sind eigentlich laufend irgendwelche Autos, die dort kommen, die dort parken. Aber als wir dann von der Runde bei den Salzseen zurückgekommen sind, war unsere Autoscheibe eingeschlagen und das komplette Auto ausgeräumt. Das heißt, wir hatten so mehr oder weniger nur noch so die kurzen Sachen, die wir anhatten. Und ich bin natürlich in Tränen ausgebrochen. Man muss sich das so vorstellen, man kommt dann da zum Auto zurück und ich habe mich noch gewundert, warum die Rückbank umgeklappt ist und wollte meinem Freund fragen, ob er das gemacht hat. Und dann habe ich eigentlich schon gesehen, dass da Scherben liegen und dass irgendjemand unsere Autoscheibe eingeschlagen hat und sämtliche Sachen mitgenommen hat. Das heißt, unser Koffer mit MacBooks und sämtlichen Kleidungen, die wir so mit hatten, genauso wie unsere Rucksäcke, wo natürlich Wandersachen drin waren, aber natürlich auch ein Teil meiner Kameraausrüstung. Und es sind sicher viele leidenschaftliche Fotografen unter euch und da werde ich verstehen, wenn halt einfach so ein Teil deiner Kameraausrüstung weg ist, ist es halt nicht nur ein materieller Gegenstand, der dann weg ist, sondern da hängen halt echt viele Emotionen und Erinnerungen dran. Und das war für mich dann echt mal so ein Moment, wo ich echt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Die Geschichte geht natürlich noch weiter. Ich habe zum Glück einen guten Freund in Frankreich, der uns dann geholfen hat, mit der Polizei zu kommunizieren, da die Streifenpolizei nur Französisch kann. Und er hat uns dann netterweise übersetzt. Am Posten war dann Gott sei Dank jemand, der auch Englisch mit uns gesprochen hat. Das heißt, immerhin das. Am selben Tag hat es auf dem Parkplatz auch noch ein holländisches Paar erwischt, die auch komplett ausgeräumt wurden. Ich habe mir dann im Nachhinein noch Google-Rezensionen angeschaut von diesem Parkplatz direkt dort bei diesen Salzseen. Habe dann festgestellt, dass vor 5 Jahren auch schon jemand exakt dort ausgeraubt worden ist und am selben Tag, wie dem das passiert ist, auch noch 2 deutsche Familien ausgeraubt wurden. Also es dürfte dort kein Einzelfall sein. Und die Polizei hat uns auch noch mitgeteilt, dass in Frankreich halt nur Autos mit ausländischen Kennzeichen ausgeraubt werden. Also irgendwie war es dann so, dass wir die Einzigen waren, die da sonderlich überrascht waren, dass sowas passiert. Die Polizei in Frankreich, für die hat das so gewirkt, als wäre das eher Standard. Aber auch mein französischer Freund, der dann gemeint hat, es tut ihm leid, dass sowas in ihrem Land passiert. Aber auch er war nicht überrascht. Und ich mir echt frage, wie es sein kann, dass sowas so normal ist. Also vielleicht leben wir in Österreich wirklich in so einem privilegierten Land, aber das sollte einfach nichts sein, wo ich mir denke, ja, das passiert halt bei uns und damit muss man leben. Also ich glaube, man könnte da schon auch etwas dagegen unternehmen. Ich muss ja auch dazu sagen, dass mir Kollegen schon im Vorhinein gesagt haben, gerade so die Gegend Marseille, Montpellier, das sind eigentlich in Europa so einer der kriminellsten Städte, die wir haben. Passt dort auf, weil eben bekanntlich ist es auch schon in Spanien passiert oder in Italien, dass das Auto ausgeräumt worden ist. Und ich mir jetzt auch gedacht habe, wenn du dann nach Hause kommst und zum Beispiel nur noch 3 Unterhosen besitzt, dann weißt du, dass es vielleicht Sinn macht, im Urlaub wirklich nur das Notwendigste auch mitzunehmen, auch was Kameraausrüstung angeht, weil es kann auch sehr schnell weg sein. Und viele haben mich dann natürlich auch so gefragt, na, Versicherung, die wird das ja zahlen. Ihr müsst echt schauen, was in euren Versicherungen drinnen ist, bevor ihr wegfahrt, weil normalerweise ein Teil kann die Haushaltsversicherung decken, aber nur wenn du eine Außenversicherung dabei hast. Und selbst wenn du eine Außenversicherung dabei hast, ist es oft so, dass speziell Wertgegenstände ausgenommen sind. Auch wenn du eine Reiseversicherung hast, sind so Wertgegenstände wie Kameras oft ausgenommen. Und wir sind wahrscheinlich eher alle so, dass wir, wenn wir jetzt eine neue Kamera, ein neues Objektiv kaufen, uns echt lange überlegen, ob wir das machen, weil es doch viel Geld ist. Und
umso schlimmer, wenn sowas dann einfach so weg ist und du die Sachen dann ersetzen musst. In meinem Fall hat das Ganze dann zumindest ein bisschen ein Happy End. Also meine Kameraausrüstung ist wieder aufgetaucht. Ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert, aber die Polizei hat sie zumindest gefunden. Wahrscheinlich auch deswegen, weil wir in unserem Koffer einen Apple AirTag drinnen hatten, den wir mit den Polizisten geteilt haben und die dann halt aktiv dort suchen konnten, wo halt der letzte Standort von dem Apple AirTag war. Unsere MacBooks waren auch bei den Fundsachen dabei, aber die haben sie ruiniert. Ich habe keine Ahnung, warum man was stiehlt, nur um es kaputt zu machen. Aber entsprechend hoffe ich, dass zumindest die Kameraausrüstung noch heil ist. In diesem Sinne, wenn ihr auf Urlaub fahrt, nehmt wirklich nur das Notwendigste an Kameraausrüstung mit. Schaut, was eure Versicherung wirklich abdeckt und passt auf euch und eure Kamera auf, weil es kann auch ganz schnell ganz anders sein.